Dark Souls ist meiner Meinung nach nicht das beste Spiel generell oder für jedermann, wenn es so etwas überhaupt gibt. Wenn sich ein Entwickler entscheidet, sein Spiel auf eine engere Zielgruppe auszurichten, ist das Spiel für die Leute in dieser Zielgruppe logischerweise besser geeignet als irgendein anderes Spiel. Und offensichtlich hat From Software unter der Leitung von Hidetaka Miyazaki Dark Souls so auf meine persönlichen Anforderungen für ein gutes Spiel feingeschliffen, dass ich überzeugt hinter der Aussage stehe, die dieses Video als Titel ziert. Meine frühen Erfahrungen mit dem Spiel waren nicht anders als die von anderen, die das Spiel nach kurzer Zeit frustriert weggeworfen haben. Man stirbt und stirbt, scheinbar ohne Fortschritt, weiß nicht, was man tun soll oder warum, den Spaß sucht man vergebens. Das Spiel zwingt einen, sich mit ihm auseinanderzusetzen und die grundlegenden Mechaniken zu verinnerlichen, ohne dass es einem dabei hilft. Das wäre mit einem frei wählbaren Schwierigkeitsgrad natürlich nicht möglich. Ja, das Spiel ist schwer, teilweise sehr schwer im Vergleich zu typischen modernen AAA-Produktionen. Grundsätzlich würde mir wohl jeder bei der Aussage zustimmen, je schwerer eine Herausforderung, umso größer das Glücksgefühl, wenn man sie schließlich überwunden hat. Dark Souls perfektioniert das, weil allein das Können des Spielers zum Erfolg führt. Das Spiel stellt nur die Instrumente bereit, damit der Spieler selbstständig sein Können erweitern kann. Yes! Oh fuck, da hat er's. Von Dark Souls Fans hört man oft, es wäre das fairste Spiel aller Zeiten. Da würden viele andere Spieler wohl widersprechen, bestehe das Spiel doch rein aus einer Reihe von unvermeidbaren und unverschuldeten Toden. Trial and Error ist ein Spielelement von Dark Souls, aber das ist nicht zwingend etwas Schlechtes. Es hat zwar nicht dieselbe Fairness wie ein simpler hoher Schwierigkeitsgrad, aber es hilft ungemein, dass sich der Spieler schwach und verletzlich fühlt und es jeden Moment vorbei sein könnte. Macht das zum Beispiel nicht ein gutes Horrorspiel aus? Der zentrale Schlüssel, den viele Spieler verpassen. Ein Tod in Dark Souls bedeutet nicht unbedingt Versagen. Aus jedem Tod etwas mitzunehmen, warum man gestorben ist oder was man nächstes Mal anders versuchen kann, hilft ungemein, um nicht irgendwann frustriert abzubrechen. Wenn ich nach meinem Progress in World of Warcraft gefragt werde, sage ich, in den letzten 10 Minuten bin ich 2 Level aufgestiegen. In Dark Souls würde ich antworten, ich habe in den letzten 10 Minuten gelernt, wie ich dem Schwanzschlag des Bosses am besten ausweiche. Sid Meier, Erfinder der Civilization-Reihe, hat mal gesagt, ein Spiel ist eine Reihe von interessanten Entscheidungen. In einer halben Stunde Dark Souls treffe ich oft mehr interessante Entscheidungen als in vielen anderen Open-World-Spielen während der gesamten Spielzeit. Versuche ich, mich noch bis zum nächsten Leuchtfeuer durchzukämpfen, oder rette ich meine hart erkämpften Seelen, also Erfahrungspunkte, besser zum letzten Checkpoint, um sie zu investieren und dann gestärkt dieses Areal nochmal lang zu gehen? Will ich diesen NPC an meiner Seite behalten? Nicht-Spielercharaktere kommen nur selten vor und dieser könnte einer von wenigen Freunden sein, aber was könnte es mich kosten, wenn er mich hintergeht? Diese Entscheidungen können in Einzelfällen zu echten Frustmomenten führen, aber das ist ein notwendiges Opfer, damit sie wirkliche Relevanz und Konsequenz haben können. Vor allem auch, weil jede dieser Entscheidungen endgültig ist. In Dark Souls kann man nicht selber speichern. In jeder Sekunde überschreibt sich der Speicherstand selbst. Kein falscher Schritt und keine Antwort auf die Frage eines NPCs kann rückgängig gemacht werden. Das regt zum echten Nachdenken an über das Wohlergehen des eigenen Charakters und seine Interaktion mit der Welt, anstatt kurz nach Sichtung der Konsequenz den Spielstand neu zu laden und die andere Option auszuprobieren. Das Welt- und Leveldesign ist die offensichtlichste Errungenschaft des Spiels. Sie ist nach wie vor Maßstab für Leveldesign in Videospielen. Den Entwicklern ist es vor allem in der ersten Spielhälfte geglückt, eine so clever verzahnte Welt zu konstruieren, in der sich der Spieler allein und verlassen fühlt, aber mit der Zeit auch eine Vertrautheit zu verschiedenen Orten entwickelt. Exploration und der Mut dazu wird belohnt wie in kaum einem anderen Spiel. Das Weltdesign, der Schwierigkeitsgrad und die Endgültigkeit von Entscheidungen erzeugen die einzigartige Atmosphäre des Spiels. Verlassen und ohne Ziel erkundet man als Untoter diese feindliche Welt, nicht wissend, was einen antreibt und wo einen das hinführen wird.
So wie der untote Charakter in der Welt in Gefahr schwebt, wie viele andere schon, seine Seele zu verlieren und eine leere Hülle zu werden, kommt auch der Spieler durch Frustmomente und dem Wissen, dass er es doch eigentlich besser könnte, in Gefahr, das Spiel komplett fallen zu lassen. Um dann letztendlich doch zum erweilten Untoten aufzusteigen und das Schicksal dieser Welt in der Hand zu haben. Viel mehr als das versteht ein durchschnittlicher Spieler von der Geschichte des Spiels beim ersten Durchspielen nicht. Abgesehen vom Intro-Cinematic gibt sich das Spiel keine Mühe, den Spieler mit Informationen zu versorgen. Verzweifelt klammert man sich an jede noch so kleine Information aus Itembeschreibungen oder Aussagen von NPCs. Manche Fans behaupten, From Software hätte für jede einzelne Item- und Gegnerplatzierung im Spiel eine Erklärung. Soweit würde ich nicht gehen, trotzdem ist der konzeptionelle Aufwand und die Detailfülle immens. Die Spielerfahrung ist nach dem finalen Boss nicht vorbei, es gibt so viel mehr Inhalt, der sich in der Diskussion mit anderen erfahren lässt. Es gibt noch viele andere Aspekte, die ich ansprechen könnte. Das Kampfsystem, die Online-Interaktion, das Grafik- und Sounddesign und natürlich die Bosskämpfe. Aber auch die offensichtlichen Schwächen, die das Spiel hat, wie einige unfertige Areale im Endgame. Aber letztendlich kann ich es darauf herunterbrechen, wie das Spiel es schafft, durch die Interaktion mit der Welt und den Spielmechaniken den Spieler zum Protagonisten zu machen und nicht dadurch, dass es ihm das sagt. Kein Spiel hat mich so aufgeregt und in Rage versetzt und trotzdem würde ich sagen, dass es mich insgesamt bedachter und geduldiger gemacht hat. Für mich hat Dark Souls viele andere Spiele ruiniert, mit der Konsequenz, wie From Software viele etablierte Spielkonzepte über den Haufen geworfen hat und auf den Punkt ins Schwarze getroffen hat. Und ich bin mir sicher, dass das zumindest in der aktuellen Form des Mediums Videospiel kein Produkt mehr so schaffen wird.